Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Konferenz. Viele unserer Vorfahren müssen oder wollten ins Ausland auswandern. Es ist nicht immer leicht, ihre Spuren zu finden. Gleich sehen Sie einen Vortrag dazu. Gabriele Traub und Simone Schober-Wyszkony werden uns über Migration aus Polen nach Nord-, Mittel- und Westdeutschland erzählen. Ich wünsche Ihnen viele neue Entdeckungen. Herzlich willkommen zum Vortrag Migration aus Polen nach Mittel-, West- und Norddeutschland 1870 bis 1914. Es begrüßen Sie Gabriele Dropp und Simone Schober-Wyszkony von der Arbeitsgemeinschaft Ostdeutscher Familienforscher. Unser Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Familienforschung in historisch deutschen Siedlungsgebieten in mittel- und osteuropäischen Räumen zu betreiben, aber unser Interesse gilt auch der jeweiligen Regionalgeschichte. Zurzeit haben wir rund 800 Mitglieder in verschiedenen Ländern dieser Welt. Im Rahmen unserer Forschung begegnen uns natürlich recht unterschiedliche Wanderungsbewegungen und so hat sich auch dieses Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, entwickelt. Wir möchten Ihnen zunächst mal einen Überblick geben über unseren Vortragsinhalt. Wir werden das Thema ein wenig einordnen und uns dann mit ausgewählten Zielgebieten beschäftigen, der doch eher unbekannten Magdeburger Börde, dem doch sehr bekannten Ruhrgebiet und dem Großraum Hamburg. Ein wesentlicher Teil werden aber auch Ausführungen zu Möglichkeiten der Archivrecherche sein und zu Quellen und deren Möglichkeit zur Nutzung. Die Vortragsinhalte werden also nur exemplarisch einen Überblick geben können. Wir haben natürlich festgestellt, die Forschungssituation zu diesem Bereich ist sehr vielfältig, ja, man kann sagen, fast unüberschaubar und wir konzentrieren uns daher nur auf einige historisch-demografische Aspekte und auf Möglichkeiten genealogischer Forschung. Vorwegschicken möchten wir auch, dass wir die vielfältigen sprachlichen Begriffe und Besonderheiten kennen und auch schätzen, die die sehr heterogene sprachliche Situation der unterschiedlichen Zuwanderer aus den Ostprovinzen kennzeichnet. Aber wir werden in diesem Vortrag ausschließlich von Polen und gegebenenfalls polnischsprachigen sprechen, da die weitere Differenzierung zwar erforderlich und hilfreich wäre, aber hier an der Stelle doch eher verwirrend. Konfessioneller unterschiedliche Ausrichtung werden wir anreißen, aber auch nicht tiefer thematisieren, da dies den Rahmen sprengen würde. Wir werden die Wanderungsbewegung nach Deutschland nur für einen ausgewählten Zeitraum betrachten. Wir werden also nicht Wanderungsbewegungen, die im Zuge der dritten Teilung Polens 1795 stattfanden, betrachten und genauso wenig Wanderungsbewegungen aus der neueren Zeit. Ich erinnere dabei nur an die 1980er Jahre, als nach Verhängung des Kriegsrechts auch Bewegung wieder entstand oder nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Wir wenden den Blick auf die Jahre 1870 bis 1914, also bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs. In diesem betrachteten Zeitraum verließ eine große Anzahl von Menschen die
Teilungsgebiete Polens und damit ihre Heimat. Und diese Massenmigration erfolgte sowohl nach Übersee als auch in die näher gelegenen Teile des Norddeutschen Bundes beziehungsweise dann Deutschen Reiches. Gründe waren für diese Auswanderungswellen in dieser Zeit vor allem das Bevölkerungswachstum und der damit auch einhergehende Arbeitsplatzmangel, aber ebenso Agrarreformen der preußischen Regierung, die auf Kosten kleinerer Betriebe ging und große Gutsbetriebe begünstigte. Hunderttausende Menschen wurden ans Existenzminimum gebracht und ja regelrecht in Saisonarbeit getrieben. Die zunehmende Industrialisierung wurde für immer mehr Menschen eine Gelegenheit, ganzjährig relativ guten Lohn zu erlangen und unter diesen Gesichtspunkten wurden auch in den preußischen Ostprovinzen die Kräfte angeworben. Hierbei handelt es sich dann um die sogenannte Binnenmigration, denn als preußische Staatsbürger konnten Polen aus diesen Ostprovinzen ihren Arbeits- und Wohnort in jedem Teil des Deutschen Reiches wahrnehmen. Das galt dann nicht in gleichem Umfang für Polen aus den anderen Teilungsgebieten. Und diese machten daher auch einen Großteil der Saisonarbeiter in der Landwirtschaft aus. Und wir schauen uns jetzt deswegen mal an, woher die Migration denn eigentlich so erfolgte. Die seit doch 1860 stetig zunehmende Migrationsbewegung erfolgte, wie auch schon erwähnt, aus den Ostprovinzen des Deutschen Reiches und hier insbesondere aus dem Raum Oberschlesien, zum Teil auch Niederschlesien. Wir stellen eben solche Wanderungsbewegungen fest aus dem Raum Posen, der Region Posen, aber auch die Masuren waren eine Gruppe, die diese Chance nutzte, ebenso wie die häufig gar nicht so im Blick stehenden Kaschuben. Erst in den ungefähr 1880er Jahren setzten Wanderungsbewegungen stärker aus den Bereichen Russland, Galiciens ein, hier auch dann zum Teil mit gezielten Anwerbeaktionen, zu denen wir aber auch noch kommen. Wohin erfolgte der Zuzug? Eigentlich kann man sagen, es gab keine Region, in der es keine zugewanderten Arbeitskräfte gab. Landwirtschaft, Bauhandwerk waren traditionell Arbeitsbereiche, in denen Arbeitskräftemangel herrschte. Die einheimische Bevölkerung zog Industriearbeit vor beziehungsweise war auch nach Übersee ausgewandert. Es kristallisierten sich aber einige Regionen heraus, die eine besondere Anziehungskraft hatten, und das ist zum Beispiel auch der Großraum Hamburg-Bremen. Die Hafenstädte Hamburg und Bremen hatten natürlich schon für die nach Übersee Auswanderungswilligen eine Anziehungskraft und waren häufig eine Zwischenstation, wurden aber für einige auch zum Endpunkt ihrer Migration, denn auch die hier einsetzende Industrialisierung bot Gelegenheit, den Lebensunterhalt zu verdienen. Die wachsende Metropole Berlin war insbesondere für
weibliche Arbeitskräfte interessant, boten doch die vielen Privathaushalte eine Gelegenheit, sich als Dienstmädchen, Köchin etc. das Geld zu verdienen. Die Magdeburger Börde in Mitteldeutschland spielte eine große Rolle, welche schauen wir gezielt an, und ebenso das Ruhrgebiet im Westen des Deutschen Reiches. Erwähnen möchte ich hier nochmal das Rhein-Main-Gebiet. Die dort wachsende chemische Industrie gab ebenfalls für viele Arbeitskräfte ein Ziel, um den Lebensunterhalt besser zu verdienen. Warum schauen wir nun in die Magdeburger Börde, beziehungsweise was hat es mit diesem Begriff Sachsengänger, der im Zusammenhang mit den Wanderungsbewegungen häufig zu finden ist, auf sich? Die Magdeburger Börde ist eine Region im heutigen Bundesland Sachsen-Anhalt und sie spielte für die Wanderarbeiter damals eine große Rolle. Die dortige damalige Provinz Sachsen, nicht zu verwechseln mit dem Königreich Sachsen, umfasste unter anderem das Gebiet der Magdeburger Börde. Die Börde ist ein Landstrich mit ausgesprochen guten, ertragreichen Lehmböden. Das kann man heute noch sehen, wenn man auf der Autobahn A2 zwischen Magdeburg und Braunschweig im Herbst langfährt und die frisch gepflügten Erdschollen angucken kann. Wegen traditionell geschlossener Erbfolgen gab es auch große und gut situierte Bauernhöfe und die gingen Mitte des 19. Jahrhunderts vermehrt dazu über, Zuckerrüben anzubauen. Die Nachfrage nach Zucker stieg, die Erträge waren gut auf den Böden und das führte dazu, dass in der Provinz Sachsen ein Drittel des preußischen Zuckeranrübenbaus 1904 vermeldet werden konnte. Die Zuckerrübe ist eine sehr intensive Frucht, denn sie ist eine sogenannte Hackfrucht. Hier ist sie zu sehen. Die Zuckerrüben mussten 3-mal mit der Hand gehackt werden, auch noch 2-mal maschinell und unter anderem auch nach und nach die jungen Rübenpflänzchen vereinzelt werden, das sogenannte Rübenverziehen, bei dem also dann am Ende nur noch eine einzige Pflanze von vielen stehen bleibt, war also sehr arbeitsintensiv und auch die Ernte per Hand, jede einzelne Rübe herausziehen und die Blätter per Hand mit einem Messer entfernen, forderte viele, viele Hände, die man vor Ort nicht fand und zumindest auch nicht saisonal fand. Und zunächst hatte man sich mit Arbeitskräften aus der benachbarten Altmark und dem Eisfeld beholfen, die sogenannten, damals schon sogenannten Sachsengänger. Aber dann ging man dazu über, auch inländische Arbeitskräfte aus den Ostprovinzen, und hier seien genannt Schlesien, Neumark, Provinz Posen, anzuwerben. Meistens junge, ledige Frauen, die galten als anspruchsloser, allerdings reichten die bei Weitem dann nicht mehr aus und natürlich suchten auch diese nach Alternativen, so zum Beispiel in den entstehenden Zuckerfabriken der Region, aber auch durch Einheiratung vor Ort gab also auch Alternativen. Die Zahl der Saisonarbeiter stieg und stieg. 1907 hatte man in der Provinz Sachsen inzwischen auch
ausländische Arbeitskräfte in der Landwirtschaft beschäftigt, also Arbeitskräfte, die ihren Geburtsort außerhalb des Deutschen Reiches nachweisen konnten. Das waren zum Zeitpunkt der Zählung fast 40.000 und es war der höchste Anteil in der Landwirtschaft im ganzen Deutschen Reichsgebiet. Zum Vergleich dazu im Industrieraum Westfalens mit unter anderem dem Ruhrgebiet waren 43.000 ausländische Arbeitskräfte in der Industrie beschäftigt, also durchaus eine Größenordnung, die das Ganze nochmal relativiert. Die Anwerbeaktionen gingen immer stärker nach Galizien und Polen, circa ab 1890, und die Anwerbung, die zunächst über die Vorarbeiter, Aufseher, zum Teil auch Köchinnen erfolgte, wurde immer mehr staatlicherseits auch reglementiert. So wurde auf Drängen des Landwirtschaftsministeriums auch diese Feldarbeiterzentrale geschaffen, die ab 1909 die Legitimierung der ausländischen Arbeitskräfte vorzunehmen hatte. Später umorganisiert in die Deutsche Arbeiterzentrale, und damit entstand eine Organisation, die also gezielt im Auftrag des Staates die Anwerbung reglementieren und legalisieren sollte, und Dienststellen, die im Land entstanden, kümmerten sich um die Anwerbeaktionen, aber auch insbesondere die Dienststellen, die entlang der gesamten östlichen Grenze des Deutschen Reiches entstanden. Wir sehen also, dass die Lebensbedingungen, die in Osteuropa herrschten, der Nährboden waren für Anwerbung, und das zeigen diese Zahlen von 1910. In der Provinz Sachsen sind als legitimierte Arbeitskräfte verzeichnet über 36.000 Polen aus Russland, über 11.000 Polen aus Galizien, fast 6.000 Ruthenen aus Galizien und noch einige andere Nationalitäten, die aber doch im Vergleich zur Industrie eher ungünstigen Arbeits- und Wohnbedingungen in der Landwirtschaft Mitteldeutschlands, wo die Zuckerrübenfabriken dann häufig auch als Sprungbrett in die ganzjährige Industriearbeit dienten, werden wir gleich nochmal näher betrachten. Hier an der Stelle noch ein kleines Beispiel. Die schlesischen Vorfahren meines Arbeitskollegen, 1842 und 1847 dort geboren, heirateten 1870 in der Magdeburger Börde, und die dann später geborenen auch dort geborenen Kinder zogen mit ihren Eltern weiter in die Industriestandorte Braunschweig und Dortmund im Ruhrgebiet. In der Magdeburger Börde kann man heute neben familiären Wurzeln auch noch Bauten finden, und zwar die sogenannten Schnitterkasernen, die an die Wanderarbeiter erinnern. Sie wurden dort errichtet, um größere Anzahl von Wanderarbeitern unterzubringen. Die preußischen Gewerbeaufsichtsbeamten hatten die Pflicht, die Bedingungen zu überprüfen, und von diesen Bemühungen der Kontrolle kann man auch noch einige Archivquellen finden, auf die wir auch noch zu einem späteren Zeitpunkt kommen. Die Schnitterkasernen gehören heute noch als Wohnungen auf einfachstem Niveau in vielen Dörfern zum Erscheinungsbild. Der Lohn der Wanderarbeiter war in der Magdeburger Börde
deutlich unter dem Lohn der Industrie, aber auch unter dem Lohnniveau der einheimischen Arbeitskräfte. Und da Land- und Wanderarbeiter nicht politisch organisiert waren, blieb ihnen eigentlich nur übrig, gegebenenfalls mit Vertragsbruch, Kontraktbruch und Abstimmung mit den Füßen, sich gegen diese Bedingungen zur Wehr zu setzen. Darin unterschieden sie sich eigentlich gar nicht von den einheimischen Kräften, die ohne Landeigentum waren. Unterschiede gab es aber auch in einem anderen Punkt, im Punkt Konfession. Die evangelisch geprägte Magdeburger Börde hatte den Saisonarbeitern nur selten eine katholische Kirche zu bieten, aber die Errichtung solcher Kirchen wurde unterstützt, weil man ja auf die starkgläubigen Wanderarbeiter angewiesen war und sie ungern verlieren wollte. Aktuell schreibt das Bistum Magdeburg auf seiner Homepage Folgendes, ich zitiere: Die Zahl der Pfarreien des Bischöflichen Kommissariats Magdeburg hat sich infolge der aufblühenden Zuckerrüben- und Maschinenindustrie von 1828 bis 1914 von 17 auf 100 erhöht. Der Zuzug von Eichsfeldern, Polen und Schlesiern, die als Schnitter hier arbeiteten, war der Grund für die Gründung neuer Pfarreien. Zitat Ende. In der Gemeinde Weferlingen, am Rande der Börde gelegen, wurde 1906 die Heilige Messe noch im Gasthaus gefeiert. 1912 wurde der erste ständige Seelsorger begrüßt und 1929 endlich konnte dann die Fertigstellung der katholischen Kirche gefeiert werden. Wir sehen, dass also die Wanderarbeiter aus den verschiedensten Regionen bis heute ihre Spuren in der Magdeburger Börde hinterlassen haben, in den Familien, aber auch im dörflichen Erscheinungsbild, und wir ziehen jetzt weiter, so wie die Wanderarbeiter es taten, in die Industrie. Des Weiteren beschäftigen wir uns mit dem Großraum Hamburg im nordwestlichen Deutschland sowie dem Ruhrgebiet im Westen des Deutschen Reiches. Diese beiden Zuwanderungsgebiete wurden aufgrund des stark anwachsenden Industriearbeiterbedarfs für viele Menschen aus den annektierten Gebieten Polens attraktiv. Hamburg hatte Anfang des 19. Jahrhunderts etwa 100.000 Einwohner und war noch nicht mit der sich später rasant entwickelnden Großstadt Hamburg identisch. Die Stadt wuchs im Zuge der Industrialisierung zwischen 1871 und 1900 um mehr als das Doppelte, von 300.000 auf 700.000 Einwohner an. Maßgeblich beeinflusst durch Fabrikansiedlungen, den Ausbau des Nahverkehrs, den Ausbau der Schifffahrt sowie der Eröffnung des Freihafens im Jahre 1888. Waren es 1898 noch ca. 5.000 Zuwanderer aus Polen, die in den Großraum Hamburg kamen, so waren es bis 1913 etwa 20.000 bis 21.000. Arbeitsplätze gab es in der Fischindustrie, im Hafen oder in den neu entstandenen Fabriken. Diese Fabriken zogen viele Menschen aus Polen, insbesondere aus Pommern, Posen und Oberschlesien an. Die Menschen fanden Arbeit in Hamburg und in den damals noch preußischen, heute teils zu Hamburg gehörenden Orten wie Wandsbek, Harburg oder insbesondere Wilhelmsburg. Dort vor allem in der Hamburger Wollkämmerei oder auch in der norddeutschen Jutespinnerei Schiffbeek oder in den Fabrikationsbetrieben von Pulver und Dynamit in Geesthacht. Vor allem in Wilhelmsburg fanden sich in dieser Zeit an die 6.000 polnische Zuwanderer. Die Arbeitssituation lässt sich sehr anschaulich nachvollziehen. Erstens: Eine Grundstücksgesellschaft stellte polnische Arbeiter ein, um Industrieflächen aufzuschütten. Zweitens: In der Wollkämmerei, die dort dann 1899 eröffnet wurde, waren etwa 800 von 1.000 Mitarbeitern aus Polen. Drittens: Im Jahre 1900 wurde ein Verschiebebahnhof eröffnet. Hierher kamen Eisenbahnerfamilien aus Schlesien. Viertens: Die Wollkämmerei und auch die Schiffbeker Jutespinnerei hatte viele weibliche polnische Arbeitskräfte,
die dann dort auch in Wohnheimen untergebracht wurden und entsprechend vom Betrieb abhängig gehalten waren. Mit 12-Stunden-Schichten arbeiteten sie unter brutalsten Bedingungen und lassen ahnen, wie sehr diese Menschen schuften mussten. Innerhalb der Stadtgrenzen lebten viele polnische Zuwanderer, vor allem in der Neustadt, in Barmbek, Rothenburgs Ort und auf der Veddel, sowie in den später eingemeindeten Städten und Orten Wilhelmsburg, Schiffbeek, Schulau bei Wedel, Altona und Ottensen. Dies ist bei der genealogischen Forschung immer zu beachten. Handelt es sich um Hamburg oder ehemalige preußische Orte um Hamburg herum? Der Stadtstaat Hamburg bietet auf seinen Internetseiten eine Vielzahl an interessanten genealogischen Informationen. So finden sich neben frei zugänglichen Digitalisaten viele Hinweise zur gezielten Familienforschung im Staatsarchiv, zum Beispiel zu Meldekarten, die eine Menge an genealogisch interessanten Daten enthalten, wie zum Beispiel Namen der Eltern, Staatsangehörigkeit, Adressen, Verzugsadressen, Geburtstage und Geburtsorte von Kindern und so weiter. Die Personenstandsbücher in Hamburg wurden von Ancestry digitalisiert und sind entweder dort oder im Staatsarchiv Hamburg zugänglich. Die Namensregister der Personenstandsbücher können Sie zunächst auf den Seiten des Staatsarchivs ansehen, um dann gezielt die Einträge entweder bei Ancestry kostenpflichtig oder vor Ort im Staatsarchiv kostenfrei anzuschauen. Links zur Forschung in Hamburg finden Sie am Ende der Präsentation. Das nächste Zuwanderungsgebiet, das wir ab der Einwanderungswelle ab der 1870er Jahre beleuchten wollen, wird im westlichen Preußen verortet, und zwar handelt es sich um das an Rhein und Ruhr gelegene aufstrebende Industrierevier mit einem riesigen Bedarf an Industriearbeitern, insbesondere in Bergwerken, das Ruhrgebiet. Dieser Bedarf konnte mit der Bevölkerung im Westen nicht mehr gedeckt werden. Die Einwanderung steigerte sich in den Jahren von 1890 bis 1912 von etwa 34.000 auf ca. 500.000 Menschen, die aus Polen kamen. Nach dem Ersten Weltkrieg kehrte ein Drittel zurück, ein Drittel wanderte weiter in westeuropäische Bergbaugebiete, in Belgien und nach Frankreich, und ein Drittel verblieb im Ruhrgebiet. Dieses hatte eine weitgehende Assimilation zur Folge. Interessantes Phänomen bei der Zuwanderung ins Ruhrgebiet liegt in den Herkunfts- und bevorzugten Zielgebieten inbegriffen. Zuwanderer aus der Provinz Posen bevorzugten Oberhausen und Wanne-Eickel. Zuwanderer aus Masuren findet man häufig in Gelsenkirchen, Zuwanderer aus Oberschlesien in Bottrop, Zuwanderer aus Westpreußen in Wattenscheid. Dies heißt nicht, dass sie nicht auch in andere Gebiete gezogen wären. Aber es ist auffällig, dass es landsmannschaftlich geschlossene Straßenzüge und Städte gab, in denen die Menschen sich kannten und in die sie vermutlich auch nach und nach zugezogen sind. Genealogisch interessant ist es, wenn man nicht genau weiß, wohin der Vorfahr verzogen ist, dann besteht eben die Möglichkeit, hilfsweise in diesen Städten zu schauen, ob es dort Forschungsmöglichkeiten zu den Vorfahren gibt. Das Ausmaß der Abwanderung aus den östlichen Provinzen Preußens kann man relativ gut an dieser Aufstellung erkennen. In den Jahren 1865 bis 1870 kamen etwa 10% der rekrutierten Arbeiter aus Schlesien. Bis zum Jahr 1890 kamen sie vor allem aus den Masuren. Nach 1890 aus West- und Ostpreußen, aus Oberschlesien und aus der Provinz Posen. In den Jahren 1871 bis 1913 gingen aus dem Regierungsbezirk Allenstein etwa 246.000 Menschen fort in Richtung Ruhrgebiet, aus der Provinz Westpreußen 350.000, der Provinz Posen 55.000 und aus dem Regierungsbezirk Oppeln 248.000. Anhand des wohl berühmtesten Ruhrpolen, dem Ministerpräsidenten der Exilregierung Stanisław Mikołajczyk, wird exemplarisch deutlich, wie Zuwanderung ins Ruhrgebiet funktionierte. Er wurde 1901 in Holsterhausen geboren, das gehörte damals zu Eickel, also Wanne-Eickel. Heute ist Wanne-Eickel ein Teil der Stadt Herne. Wir erinnern uns, die Posener gingen gern nach Wanne-Eickel. Im Jahre 1908 kehrte seine Mutter mit ihm in den Heimatort in der Provinz Posen zurück. Es ist interessant zu sehen,
wie die Dokumente des Standesamtes Eickel, die im Stadtarchiv Herne aufbewahrt sind, sowie die Aufzeichnungen der Marienkirche in Eickel das Jahr 1901 für die Familie Mikowajczyks belegen. 1895 verließen Vater und Mutter Mikowajczyks das Dorf Benice im Kreis Krotoschin und versuchten im Ruhrgebiet Arbeit zu finden. Der Vater wurde dann auf Zeche Shamrock angestellt. Die Lebensverhältnisse und Entwicklung der Situation der Zuwanderer sind sehr weitreichend untersucht und die Problematik kann hier nur angerissen werden. Die Menschen lebten häufig in zecheneigenen Siedlungen und dabei oft in herkunftsorientierten Nachbarschaften, wie wir bereits angemerkt haben. Es gab ein sehr vielschichtiges vereins- und kirchlich orientiertes Leben, entweder aus katholischer oder protestantischer Prägung heraus. Im Laufe der Jahre fand häufig eine Assimilation durch Anpassung statt. Diese vollzog sich unter anderem durch Namensänderungen, was es zuweilen schwierig macht, entsprechende Vorfahren im Ruhrgebiet wiederzufinden. Dabei hilfreich sein kann das Wissen um die Übersetzung von Namen oder aber auch die Entschlüsselung eingedeutschter Umsetzungen von Zischlauten aus den Originalnamen. Ein großes Assimilierungsmoment war auch der Fußball und darauf soll in der nächsten Folie eingegangen werden. Mit einem kleinen Exkurs möchte ich noch auf den Fußball und das Ruhrgebiet eingehen. Denn einer der berühmten Ruhrgebietsvereine, Schalke 04, ist nicht zuletzt durch seine landesweit bekannten Fußballer aus ruhrpolnischen Familien bekannt geworden. Auch Rot-Weiß Essen und andere Vereine hatten eine erhebliche Anzahl an Spielern aus Einwandererfamilien. Diese Entwicklung vollzog sich aber erst in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, also nach unserem Betrachtungszeitraum. Es zeigt aber sehr deutlich, dass Fußball eine große Integrationskraft hat und hatte. Bekannte Fußballer aus ruhrpolnischen Familien waren Emil Czerwinski, Ernst Kalwitzki, Ernst Kuzorra, Hermann Lemarsch, Fritz Scheppan, Otto Tibulski, Adolf Urban und Ferdinand Sayons. Zu Forschungsmöglichkeiten haben wir Ihnen auf den nachfolgenden Slides neben den Möglichkeiten zur Kirchenbuchrecherche eine Auswahl an Quellen aufgeführt, die gewiss nicht vollständig sind, Ihnen aber einen Überblick über weitere Möglichkeiten zur genealogischen Recherche zu übermitteln. Informieren Sie sich auf den Seiten des Archivportals Deutschland www.archivportal-d.de über unsere vielfältige, föderal strukturierte Archivlandschaft. Wenn Sie zu den Ruhrpolen suchen, ist es gewiss sinnvoll, im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, im westfälischen Teil, gegebenenfalls auch im rheinischen Teil, Unterlagen zu recherchieren. Suchen Sie zu Hamburg, wird Ihnen das Staatsarchiv Hamburg sehr hilfreich sein. Suchen Sie zu den sogenannten Sachsengängern, können Sie in den Staats- bzw. Landesarchiven Sachsen-Anhalt, Sachsen und auch Brandenburg fündig werden. Eine sehr interessante spezifische Quellengattung sind die Melderegister. Für die Stadt Delmenhorst haben wir in einem unserer Hefte der Arbeitsgemeinschaft Ostdeutscher Familienforscher eine sehr interessante Auswertung zu den Zuwanderern Ende des 19. Jahrhunderts. Aber auch Vereinsunterlagen von Sportvereinen, Kleingartenvereinen und weiteren Vereinen können Ihnen sicherlich behilflich sein, wenn Sie über tote Punkte hinwegkommen möchten. Weiterhin möchte ich auf Zeitungen aufmerksam machen und natürlich auch auf Namensänderungen in Standesamtsregistern. Zur Kirchenbuchrecherche seien Ihnen online die Portale Archion und Matricula anempfohlen. Beide Projekte stellen nach und nach immer mehr Kirchenbücher online. Es lohnt sich regelmäßig nachzusehen, ob die gewünschte Kirchengemeinde, in der Sie Ihren oder Ihre Vorfahren verorten, bereits verzeichnet sind. Bei Archion handelt es sich um das evangelische Kirchenbuchportal, bei Matricula um das katholische. Archion ist ab dem Moment kostenpflichtig, wo Sie eine Gemeinde auswerten möchten. Matricula ist komplett kostenfrei. Selbstverständlich stehen Ihnen darüber hinaus auch die entsprechenden kirchlichen Archive zur Verfügung, in der die Daten natürlich auch noch lagern. Für die Forschung in Hamburg ist zu vermelden, dass hier die
Situation mit Digitalisierung auf den Seiten des Staatsarchivs Hamburg sehr günstig aussieht. Sie finden eine Menge an online verfügbaren Daten, die Sie dort nutzen können. Auf dieser Seite haben wir die Vielzahl an genealogisch relevanten Informationen, die die Meldekarten der Stadt Hamburg bieten und die im Staatsarchiv einsehbar sind, aufgeführt. Sollten Sie Vorfahren haben, die nach Hamburg gegangen sind, können Sie hier höchstwahrscheinlich fündig werden. Für die Forschung in Hamburg verhält es sich so, dass die Personenstandsbücher über Ancestry digitalisiert worden sind, über deren Website aufrufbar, aber auch in Hamburg im Archiv einsehbar sind. Nach derzeitigem Stand befinden sich die Kirchenbücher bei den jeweiligen kirchlichen Archiven. Insbesondere zu den Ruhrpolen möchte ich Sie auf das Portal Porta Polonica im Netz hinweisen, das auf Deutsch und Polnisch eine Vielzahl an Informationen bietet. Dort und bei allen anderen genannten und ungenannten bedanken wir uns für Informationen. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns nun auf eine spannende Diskussion. Bitte zögern Sie nicht darüber hinaus, Simone und mich über kontakt@argov anzuschreiben, wenn Sie weitergehende Hilfestellung benötigen. Wir werden versuchen, Ihnen zu helfen oder Sie an einschlägige Spezialisten und Vereine weiterzuleiten. Dankeschön.